Willkommen zu unserer aufregenden Entdeckungsreise. Etwas Uraltes erwacht unter dem Eis. Und die Wissenschaftler sind entsetzt. Was sie gefunden haben, übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Kolossale Canyons, die es nicht geben dürfte. Verlorene Ökosysteme, die von der Zeit unberührt blieben. Und Ressourcen, die so mächtig sind, dass sie einen globalen Konflikt auslösen könnten. Ist dies der Schlüssel zur Zukunft der Menschheit? Oder der Beginn einer unaufhaltsamen Kettenreaktion? Hier geht es nicht nur um Grönland. Es geht darum, was passiert, wenn die Natur offenbart, was sie seit Jahrtausenden verborgen gehalten hat. Und was wir aufdecken werden, wird alles verändern. Riesig und doch leer. Das Paradox von Grönland. Grönland, ein gefrorener Riese, dessen wahres Ausmaß die Vorstellungskraft übersteigt. Mit einer Fläche von erstaunlichen 1,34 Millionen Quadratmeilen ist diese eisige Landmasse mehr als 3-mal so groß wie Deutschland. Wäre es ein souveränes Land, würde es zu den größten Nationen der Erde gehören. Und doch hat es eine der kleinsten Bevölkerungen. Nur etwa 56.000 Menschen nennen es ihr Zuhause. Warum so wenige? Ein einziger Blick von oben verrät die Antwort. Über 80% von Grönland sind unter einer riesigen Eisschicht begraben, die so dick ist, dass sie an manchen Stellen bis zu 3 Kilometer tief reicht. Das Leben hier wurde buchstäblich an den Rand gedrängt. Winzige Küstensiedlungen klammern sich an die eisfreien Ränder, wo felsige Küsten, tiefe Fjorde und gelegentlich ein grünes Tal auftauchen, wenn der Sommer für kurze Zeit den Griff des Winters lockert. Das Innere der Insel ist eine hochgelegene Eiswüste, in der der Schnee fällt, nie schmilzt und sich im Laufe der Jahrtausende langsam zu altem Eis verdichtet. Im krassen Gegensatz dazu ist die Küstenlinie eine dramatische Landschaft mit hoch aufragenden Bergen und von Gletschern ausgehöhlten Tälern, in denen die Natur flüchtige Bereiche zum Überleben gefunden hat. Die meisten Städte, einschließlich der Hauptstadt Nuuk, liegen an der Südwestküste, wo das relativ milde Klima und die eisfreien Gewässer Fischfang und Bootsfahrten ermöglichen. Aber keine Straßen verbinden diese isolierten Gemeinden. Das Eis ist einfach zu groß, zu tückisch, zu ewig. Grönland zu überqueren bedeutet, entweder über ein Meer aus weißer Stille zu fliegen oder an treibenden Eisbergen von der Größe eines Hauses vorbeizusegeln. Aber der Name der Insel, Grönland, das klingt wie ein grausamer Scherz. Und doch erzählt die Geschichte eine andere Geschichte. Vor über 1000 Jahren nannte der Wikinger Erik der Rote die Insel Grönland, um Siedler anzulocken. Und er hatte nicht ganz Unrecht. Denn unter dieser eisigen Welt verbirgt sich ein ganz anderes Grönland. Ein Grönland, das einst wirklich grün war. Tja, das stimmt. Grönland war nicht immer im Eis begraben. Vor Millionen von Jahren, in den wärmeren Zeiten der Erde, war diese riesige Insel die Heimat üppiger Wälder, exotischer Tiere und blühender Ökosysteme. Doch als sich der Planet abkühlte und die Eiszeiten begannen, vor etwa 2,5 bis 3 Millionen Jahren, begannen riesige Gletscher über das Land zu kriechen und alles unter sich zu begraben, was sich ihnen in den Weg stellte. Das, was wir heute als grönländisches Inlandeis bezeichnen, ist ein Denkmal für Millionen von Jahren gefrorener Zeit und bewahrt eine verborgene Welt, die kein Mensch je mit eigenen Augen gesehen hat. Dank modernster Technologie können wir jetzt einen Blick unter das Eis werfen. Und was die Wissenschaftler dabei entdecken, übertrifft alles, was sie sich vorstellen konnten. Versteinerte Wälder, riesige unterirdische Seen, uralte Schluchten und Hinweise auf verlorene Kapitel der Erdgeschichte. Doch das ist erst der Anfang. Was liegt noch unter Grönlands eisiger Haut begraben? Die Antworten sind seltsamer, älter und tiefgründiger, als man zu glauben wagte. Underneath it all. Geheimnisse unter dem Eis. Seit Millionen von Jahren wächst, schrumpft und formt sich das grönländische Inlandeis mit dem Auf und Ab des Erdklimas. In zahllosen Gletscherzyklen hat er sich in kälteren Epochen ausgedehnt und ist in wärmeren Zeiten teilweise geschmolzen. Doch was sich in dieser kolossalen Eisplatte verbirgt, ist nicht nur alter Schnee, es ist das Gedächtnis der Erde selbst. Dank der Eiskernbohrungen, die tief unter die Oberfläche führen, haben Wissenschaftler Zugang zu einem gefrorenen Archiv der Erdgeschichte erhalten. Diese zylindrischen Kerne, die wie Seiten aus einem 1000-bändigen Tagebuch entnommen wurden, enthalten Geheimnisse, die wir nie sehen sollten. Jede Schicht ist der Schneefall eines ganzen Jahres, verdichtet und konserviert wie eine geologische Zeitkapsel. In ihrem Inneren sind winzige Luftblasen, nicht größer als Nadelstiche seit Zehntausenden.
ja sogar Hunderttausenden von Jahren eingeschlossen. Diese Bläschen fangen den Atem der alten Erde ein und bewahren die atmosphärische Zusammensetzung aus vergangenen Zeiten. Und was sie offenbaren, ist schlichtweg erstaunlich. In diesen eingeschlossenen Flüstern der Zeit haben Wissenschaftler Beweise für heftige Klimaveränderungen entdeckt, die plötzliche Kälte der jüngeren Dryas, eine fast sofortige Rückkehr zu eiszeitlichen Bedingungen vor 12.000 Jahren, oder die überraschende Wärme der mittelalterlichen Klimaanomalie, als Teile der nördlichen Hemisphäre kühler waren als heute. Einige Eisbohrkerne reichen sogar fast 1 Million Jahre zurück und haben die dramatischsten Umwälzungen auf der Erde überlebt. Aber der eigentliche Schock? Es ist nicht das Eis selbst, sondern das, was unter ihm begraben ist. Bei einem der bisher erstaunlichsten Funde entdeckten Forscher alte Pflanzenreste, Zweige, Blätter und Fragmente der einst lebenden Tundra, die unter einer Meile festen Eises begraben waren. Sie waren nicht in Stein versteinert. Sie waren noch organisch, noch erkennbar. Sie klammerten sich noch an die Erinnerung an das Sonnenlicht. Diese Entdeckung, die während eines vergessenen Eiskernprojekts der US-Armee in der Zeit des Kalten Krieges gemacht wurde, wurde stillschweigend archiviert, bis moderne Wissenschaftler die Proben erneut analysierten und erkannten, was sie gefunden hatten: den Beweis, dass Grönland nicht immer gefroren war. Vor etwa 1 Million Jahren schmolz möglicherweise die gesamte Eisdecke ab und gab den Blick auf eine riesige arktische Tundra frei, in der es von Leben wimmelte. Noch bizarrer ist, dass DNA-Spuren, die aus dem Sediment unter dem Eis geborgen wurden, auf unbekannte Pflanzenarten hindeuten und möglicherweise sogar auf heute ausgestorbene Lebensformen, die seit über 1 Million Jahren nicht mehr das Licht der Welt erblickt haben. Einige Wissenschaftler spekulieren sogar, dass mikrobielles Leben in subglazialen Seen überlebt haben könnte, die seit Äonen in einer fremden Welt aus Dunkelheit, Druck und Eis von der Oberfläche abgeschottet sind. Und als ob das nicht schon seltsam genug wäre, haben Radarscans riesige Canyon-Systeme aufgedeckt, von denen einige tiefer sind als der Grand Canyon. Subglaziale Gebirgszüge und scheinbar längst vergessene Flussnetze, geologische Geister aus einer Zeit vor dem Einfrieren. Einer dieser Flüsse, der den Spitznamen Dunkler Fluss trägt, ist über 1000 Kilometer lang und fließt lautlos unter dem Inlandeis. Keiner hat ihn je gesehen. Keine Kamera hat seinen Lauf aufgezeichnet. Doch Satellitendaten deuten darauf hin, dass er noch fließt. Ein geheimer Fluss, der in einem Gefängnis aus Eis gefangen ist. Das grönländische Inlandeis ist nicht nur eine Eiswüste. Es ist ein vielschichtiges Geheimnis, eine erhaltene Welt und möglicherweise eine tickende Zeitbombe. Denn wenn er einmal geschmolzen ist, kann er wieder schmelzen. Und da sich unser modernes Klima in einem noch nie dagewesenen Tempo erwärmt, warnen einige Wissenschaftler, dass wir vielleicht näher dran sind als je zuvor, die uralte Landschaft unter dem Eisschild zu erwecken und ihre lange verborgenen Wahrheiten ans Licht zu bringen. Grüne Geister, die verlorene Welt. Dieser alte Blick auf ein grüneres Grönland unterstreicht die Empfindlichkeit des Eisschilds gegenüber dem Klimawandel. Während wir die in den Eisbohrkernen aufgezeichnete Geschichte entschlüsseln, ist eines sicher: Das Grönlandeis ist schon einmal gekommen und gegangen und wird es vielleicht wieder tun. Aber dazu später mehr. Welche Landschaften lagen unter dem Eis verborgen, als es wuchs? Und wie sieht dieser gefrorene Subkontinent heute aus? Grönland beherbergt eine Landschaft, die so vielfältig ist wie nirgendwo sonst auf der Erde. Eine Landschaft, die in ihrem ursprünglichen Zustand unter einer Eisdecke erhalten geblieben ist. Dank moderner Radar- und Satellitenaufnahmen konnten Wissenschaftler durch das Eis blicken. Und was sie dabei entdeckt haben, ist erstaunlich. Im Norden der Insel haben die Forscher eine kolossale verborgene Schlucht entdeckt, die unter dem Eis verläuft. Dieser subglaziale Canyon erstreckt sich über eine Länge von mindestens 466 Meilen und stürzt bis zu 875 Meter in die Tiefe, womit er in seinen Ausmaßen mit dem Grand Canyon in Arizona vergleichbar ist. Wahrscheinlich wurde er vor der Eiszeit von einem alten Fluss gegraben und liegt seit Jahrhunderten unter dem Eis begraben, von der Oberfläche aus völlig unsichtbar. Dank des Radars können wir uns jetzt vorstellen, wie das Wasser einst an seinen gewaltigen Wänden entlang floss, ein dramatisches Panorama, das heute in völliger Dunkelheit unter einer kilometerlangen Eisschicht liegt. Und das ist nur ein Teil der Entdeckung. Das grönländische Grundgestein ist mit Gebirgszügen und Tälern durchzogen, die ebenso dramatisch sind wie die des eisfreien Landes.
Einige Berggipfel durchstoßen fast das Eis. Ihre Gipfel erscheinen als isolierte Nanotoks. So nennen die Einheimischen die Felsformationen, die aus dem Eisschild herausragen. Viele andere Gebirgskämme bleiben vollständig begraben, abgeflacht durch das Gewicht des darüberliegenden Eises. Die schiere Masse von 2 Millionen Quadratmeilen Eis hat auch den zentralen Teil der Landmasse nach unten gedrückt. Tatsächlich liegt ein großer Teil des grönländischen Grundgebirges unter dem Meeresspiegel, weil das Gewicht des Eises es nach unten gedrückt hat, wodurch im Zentrum der Insel ein verborgenes Becken entstanden ist. Würde das Eis heute verschwinden, würde sich Grönland den Karten zufolge in einen Archipel verwandeln. Die Küstenberge und das Hochland würden Inseln bilden, die eine zentrale Senke umgeben, die vom Meerwasser überflutet werden könnte. Einschlag unter dem Eis, Krater, Scene und Hinweise. Auch unter dem Eis prägen mysteriöse, kreisförmige Narben die Landschaft. Im Jahr 2018 gaben Forscher die Entdeckung eines Einschlagskraters mit einem Durchmesser von 19 Meilen bekannt, der im nordwestlichen Teil der Insel unter dem Eis begraben ist. Dieser Krater, der wahrscheinlich durch einen Meteoriteneinschlag vor Zehntausenden von Jahren entstanden ist, trägt den Namen Hiawatha und ist dank des Eises, das ihn bedeckt, erhalten geblieben. Neben den Kratern und Canyons haben die Wissenschaftler auch mehr als 50 subglaziale Seen entdeckt. Dabei handelt es sich um Landtaschen, in denen die Eisdecke geschmolzen ist, sodass sich Wasser in verborgenen Reservoirs ansammeln konnte. Die meisten dieser Seen sind zwar relativ klein, vor allem im Vergleich zu den riesigen subglazialen Seen der Antarktis, aber sie zeigen die dynamischen Prozesse, die unter der gefrorenen Oberfläche ablaufen. Der größte bekannte subglaziale See in Grönland, der mit Radar entdeckt wurde, liegt etwa 875 Meter unter dem Eis und erstreckt sich über mehrere Kilometer. Diese Wassertaschen erscheinen und verschwinden unter dem Einfluss des Gewichts des Eisschildes und der geothermischen Wärme, die ein periodisches Auftauen und Wiedereinfrieren verursacht. Es zeigt sich also, dass Grönland keineswegs eine endlose gefrorene Ebene ist. Vielmehr handelt es sich um ein zerklüftetes, uraltes Land, das wie eine Zeitkapsel erhalten ist. Einst flossen Flüsse durch die verborgenen Landschaften und vielleicht gab es dort einmal Leben. Aber es stellt sich die Frage, ob in oder unter diesem Eisreich noch etwas leben könnte. Es wäre einfach anzunehmen, dass unter einer mehrere Kilometer dicken Eisschicht kein Leben existieren kann. Wissenschaftler haben jedoch herausgefunden, dass selbst unter solch extremen Bedingungen Leben oder zumindest Spuren von früherem Leben einen Weg finden. Die Entdeckung konservierter Pflanzen, die unter dem Eis von Camp Century im Nordwesten Grönlands verblieben, versetzte die Forscher in Erstaunen. Zweige und Blätter, wahrscheinlich von borealen Sträuchern oder Wäldern, wurden im Sediment unter einem Eiskern in erstaunlich gut erhaltenem Zustand gefunden. Sie erzählen von einer Zeit, als das Land, das heute tief unter der Oberfläche begraben ist, offen und bewachsen war. Diese alten Pflanzen, die möglicherweise über 1 Million Jahre alt sind, deuten darauf hin, dass die verborgene Welt Grönlands einst lebendig und grün war. Außerirdisches Leben und Ökosysteme, die noch nicht gefunden wurden. Als sich das Inlandeis ausdehnte, schloss es dieses Ökosystem ein und fror einen Moment der fernen Vergangenheit wie eine natürliche Zeitkapsel ein. Doch unter dem Eis finden wir nicht nur uraltes, längst verstorbenes Leben. Es gibt auch lebende Organismen, die dieses sonnenlose Reich bewohnen. Mikrobielles Leben wurde innerhalb und unter dem Eisschild entdeckt. In isolierten Taschen an der Basis des Eises überleben Mikroben, indem sie Mineralien und Nährstoffe aufnehmen, die vom Gletscher zermahlen werden. Einige Bakterien wurden aus subglazialen Proben und sogar aus dem tiefsten Teil von Eisbohrkernen extrahiert und sind auch nach Zehntausenden von Jahren im gefrorenen Zustand noch am Leben. Diese Mikroben ertragen unglaubliche Entbehrungen, kein Sonnenlicht, kaum Nahrung, hohen Druck und Temperaturen unter Null. Sie überleben im nahezu schlafenden Zustand oder durch Chemosynthese, einen metabolischen Trick, der es ihnen ermöglicht, Energie aus chemischen Reaktionen mit Gestein und Sedimenten zu gewinnen. Als Wissenschaftler Proben von 120.000 Jahre altem Eis aus fast 1,5 Kilometern Tiefe schmolzen, fanden sie kleinste Bakterien, die wieder zum Leben erwachten. Es beweist, dass dieses gefrorene Grab immer noch Vitalität beherbergt. Mit anderen Worten, das grönländische Eis ist nicht steril. Es enthält sein eigenes,
extremes Ökosystem aus widerstandsfähigen Mikroorganismen. Im Sommer kann man sogar dunkle Flecken von Mikroorganismen auf der Oberfläche des Eisschildes finden, die in Schmelzwasserbecken oder Kryokinitlöchern gedeihen, die in kleinen, mit Staub und Algen gefüllten Vertiefungen, die das Sonnenlicht absorbieren und mit dem Eis verschmelzen. Aber könnten größere Ökosysteme in subglazialen Seen existieren, wie sie unter der Antarktis zu finden sind? In der Antarktis bohrten Wissenschaftler in einen subglazialen See und fanden Mikroben und winzige Organismen, die seit Jahrhunderten isoliert waren. In vulkanischen Regionen der Antarktis wurden unter dem Eis geothermische Höhlen entdeckt, in denen Moose, Pilze und wirbellose Tiere in warmen Taschen unter der gefrorenen Oberfläche gedeihen. In Grönland gibt es keine bekannten lavabeheizten Höhlen wie in der Nähe des Mount Erebus in der Antarktis, aber es gibt geothermische Hotspots. Daher ist es möglich, dass unter der dicken Eisschicht in bestimmten Regionen, in denen Wärme aus dem Erdinneren subglaziales Schmelzwasser erzeugt, winzige Ökosysteme existieren, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Bislang stammt unser Wissen über das Leben unter den grönländischen Gletschern hauptsächlich aus Schlamm- und Eisproben. Jede Mikrobe oder jedes Pflanzenfragment, das unter dem Eis gefunden wird, enthält eine Botschaft über vergangene Klimazonen, das Überleben unter extremen Bedingungen und sogar über die Möglichkeit von Leben in gefrorenen Welten jenseits der Erde. Das Eis beginnt zu brechen. Wenn wir diese winzigen Lebensformen, die unter dem Eis überleben, untersuchen, wird eine weitere Realität deutlich. Eis ist kein statisches Grab, es bewegt sich und schmilzt. Und die verborgene Welt darunter offenbart sich allmählich, während der Klimawandel den Planeten umgestaltet. In den letzten Jahrzehnten hat die gefrorene Fassade Grönlands Risse bekommen. Sommer für Sommer verliert das Inlandeis einen immer größeren Teil seiner Masse und enthüllt, was darunter liegt, und sendet eine deutliche Warnung an die Welt. Die globale Erwärmung hat die Arktis schneller als jeden anderen Ort der Erde erreicht. Die Durchschnittstemperaturen in Grönland steigen. Und selbst in den höchsten und kältesten Teilen des Eisschilds kommt es in außergewöhnlich warmen Sommern zum Abschmelzen der Oberfläche. In den Jahren 2012 und 2019 haben Satellitenbeobachtungen etwas Erstaunliches aufgezeichnet. Schmelzwasser auf dem Gipfel des Eisschildes. Mehr als 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Ein weiteres beispielloses Ereignis ereignete sich 2021, als auf dem Gipfel Regen fiel. Überall auf der Insel schrumpfen die Gletscher, die am Meer enden, immer schneller und lassen riesige Eisberge ins Meer fallen. Das Eisschild reagiert auf den Klimawandel und der Trend ist unübersehbar. Wissenschaftler, die den Eisverlust in Grönland messen, berichten, dass die Insel derzeit zwischen 250 und 300 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr verliert. Während das Eis schmilzt, treten an den Rändern, wo sich die Gletscher zurückgezogen haben, allmählich die darunter verborgenen Böden und Felsen zutage. Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit richtet sich jedoch nicht auf das freigelegte Land, sondern auf die schiere Menge des freigesetzten Wassers. Das Schmelzen Grönlands ist heute eine der Hauptursachen für den globalen Meeresspiegelanstieg. Jedes Jahr hebt allein sein Schmelzwasser den Meeresspiegel um etwa 0,7 bis 1 Millimeter an. Dies mag unbedeutend erscheinen, aber es sammelt sich Jahr für Jahr an und die Rate nimmt zu. Seit 1993 hat das Schmelzwasser der Insel den Meeresspiegel um mehr als einen halben Zoll erhöht. Und die Zukunftsprognosen sind düster. Selbst bei den optimistischsten Klimaszenarien wird erwartet, dass Grönland bis 2100 mindestens einige Zentimeter zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen wird. Bei Szenarien mit hohen Emissionen könnte der Wasserspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 8 Zoll oder mehr ansteigen. Wenn diese Zahlen gering erscheinen, sollten Sie die langfristige Perspektive bedenken. Auf Grönland befindet sich genug Eis, um den globalen Meeresspiegel um etwa 30 Meter anzuheben, wenn es vollständig schmelzen würde. Das würde die Küstenlinien neu formen und ganze tief liegende Städte und Länder unter Wasser setzen. Ein vollständiges Auftauen würde wahrscheinlich Jahrhunderte dauern. Aber Wissenschaftler warnen, dass wir in diesem Jahrhundert einen Wendepunkt erreichen könnten, an dem ein weiterer Eisverlust unumkehrbar wird. Schon jetzt untergräbt die Erwärmung der Ozeane die Gletscherfronten der Insel von unten, während das dunkle, rußbedeckte Eis von oben viel mehr Sonnenlicht absorbiert und so den Schmelzprozess beschleunigt. Heute sind die dramatischen Szenen des Klimawandels auf der Insel alltäglich geworden.
Schmelzwasserströme graben blaue Flüsse über die Eisoberfläche, und gewaltige Molens leiten dieses Wasser an die Basis des Eisschildes und schmieren seinen Fluss. Im Jahr 2010 beobachteten Forscher, wie ein ganzer See über Nacht verschwand. Die Welt von Grönland offenbart sich beim Auftauen und birgt möglicherweise wertvolle Informationen und Ressourcen. Diese Entdeckung hat jedoch einen hohen Preis. Der Rückzug des Eises weckt ein neues Interesse an den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich darunter verbergen könnten, und schürt geopolitische Intrigen. Während sich das Eis zurückzieht und der Zugang zu Grönland erweitert wird, kommen neue Enthüllungen ans Tageslicht. Ein Schatz an natürlichen Ressourcen und strategischen Vorteilen war lange Zeit verborgen oder unzugänglich. Das uralte Gestein unter dem Eis und entlang der Küstenlinien der Insel enthält wertvolle Mineralien. Im Süden der Insel sind die Vorkommen von seltenen Erden, die für moderne Elektronik und umweltfreundliche Technologien unentbehrlich sind, in den Blickpunkt des weltweiten Interesses gerückt. Eine dieser Lagerstätten, das Gavainfeld, gilt neben Uran als eine der weltweit größten Reserven an Seltenerdmetallen. Bergbauunternehmen aus Ländern wie Australien und China haben diese Vorkommen erkundet und planen den Abbau im Tagebau in Gebieten, die derzeit von Eis oder Permafrost bedeckt sind. Grönlands Geologie enthält auch Zink, Eisen, Uran, Gold und Edelsteine wie Rubine. Im Zuge des Klimawandels verlängert sich die eisfreie Zeit und der Permafrost taut auf. Unter diesen Bedingungen könnte der Bergbau, der früher unerschwinglich war, durchaus machbar werden. Eine weitere verborgene Ressource liegt vor der Küste, potenzielle Erdöl- und Erdgasreserven unter dem Meeresboden. Die Idee, in der Arktis zu bohren, wird schon seit Jahrzehnten diskutiert. In den vergangenen Jahren deuteten mehrere Erkundungsbohrungen, insbesondere vor der Westküste, auf das Vorhandensein ölhaltiger Formationen hin. Die harten Bedingungen in der Abgeschiedenheit der Insel haben jedoch bisher einen Abbau im großen Stil verhindert. Doch nun gibt es eine unerwartete Wendung. Im Jahr 2021 beschloss die grönländische Regierung, die Erschließung neuer Ölvorkommen zu stoppen und begründete dies mit Klimabedenken und der Verpflichtung zum Schutz der Umwelt. Dieser Schritt zeugt von der Weitsicht der grönländischen Bevölkerung, die den kurzfristigen wirtschaftlichen Gewinn gegen die langfristige Verantwortung für die Umwelt abwägt. Die bloße Möglichkeit bedeutender Öl- oder Gasvorkommen hält jedoch das geopolitische Interesse hoch. Die Großmächte haben den strategischen Wert der Arktis erkannt, und Grönland, das zwischen Nordamerika und Europa liegt und Zugang zum arktischen Ozean hat, ist ein begehrtes Gebiet. Die geopolitische Bedeutung Grönlands ist nichts Neues. Während des Kalten Krieges errichteten die Vereinigten Staaten im Nordwesten der Insel den Luftwaffenstützpunkt Thule, einen wichtigen strategischen Außenposten zur Überwachung und Raketenabwehr. Darüber hinaus experimentierte das US-Militär in den 1960er Jahren unter dem Eis von Camp Century heimlich mit nuklear betriebenen Tunneln, in denen Raketen untergebracht werden konnten. Ein als Projekt Iceworm bekanntes Geheimprojekt. Dieser Plan wurde zwar nie vollständig verwirklicht und der Stützpunkt wurde aufgegeben, aber er diente als Beispiel dafür, dass das grönländische Eis seit langem eine Bühne für die Manöver der Supermächte ist. In jüngerer Zeit, im Jahr 2019, machte die Insel erneut Schlagzeilen, als die US-Regierung ihr Interesse am Kauf der Insel bekundete. Die Idee wurde zwar schnell von Grönland und Dänemark abgelehnt, unterstrich aber die wachsende strategische Bedeutung der Insel. Andere Nationen, darunter China, haben ebenfalls Interesse an Grönland gezeigt, indem sie wissenschaftliche Stationen, Investitionen in den Bergbau und diplomatische Beziehungen aufgebaut haben, was einige Beobachter als Versuch interpretieren, Einfluss in der Arktis zu gewinnen. Zwischen Souveränität und Nachhaltigkeit. Mit dem Rückzug des arktischen Eises rückt Grönland ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit, nicht nur als gefrorene Landmasse, sondern auch als potenzielles Epizentrum einer geopolitischen Geschichte des 21. Jahrhunderts. Was einst eine abgelegene Wildnis war, ist heute eine Grenze der Möglichkeiten, und es steht mehr denn je auf dem Spiel. Da das nördliche Meereis Jahr für Jahr schrumpft, entstehen neue Schifffahrtsrouten, die durch Gewässer führen, die einst für immer im Eis eingeschlossen waren. Ein Sommer ohne arktisches Eis könnte es Frachtschiffen bald ermöglichen, direkt durch den Nordpol zu fahren und die Reisezeit zwischen Asien und Europa zu verkürzen. Eine Abkürzung, die die Karten des Welthandels neu schreiben würde. Und Grönland?
Es liegt direkt an dieser neuen Handelsstraße. Aber es geht nicht nur um die Schifffahrtsrouten. Unter der riesigen Wildnis Grönlands liegen seltene Erden, unerschlossene Ölreserven und andere wichtige Ressourcen. Diese Reichtümer haben Vergleiche mit einem modernen Goldrausch hervorgerufen. Obwohl dieser Rausch leiser und kalkulierter ist und nicht staubige Bergleute, sondern Regierungen, Unternehmen und Militärstrategen involviert. Jeder will ein Stück vom arktischen Kuchen abhaben. Es ist ein langsam aufflammender Wettbewerb, getarnt durch Diplomatie und Satellitenüberwachung. Die Supermächte positionieren sich im Stillen, schmieden Allianzen, unterzeichnen geheime Explorationsverträge und stoßen an die rechtlichen Grenzen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen. Ein Vorschlag Dänemarks in Zusammenarbeit mit Grönland zielt sogar darauf ab, seinen Anspruch auf den Meeresboden des arktischen Ozeans bis zum Nordpol auszudehnen. Dies wirft eine kritische Frage auf. Wem gehört wirklich die Zukunft Grönlands? Gegenwärtig ist Grönland ein autonomes Gebiet innerhalb des Königreichs Dänemark, das über eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament verfügt, das die meisten inneren Angelegenheiten regelt. Für die Außenpolitik und die Verteidigung ist vorerst noch Dänemark zuständig. Doch die wachsende strategische und wirtschaftliche Bedeutung Grönlands hat bei den 56.000 Einwohnern Ambitionen geweckt. Viele stellen sich eine Zukunft in völliger Unabhängigkeit vor, in der sich Grönland in eine souveräne arktische Nation verwandelt, die frei ist, internationale Vereinbarungen zu treffen, ihre eigene Politik zu bestimmen und ihr Schicksal zu lenken. Doch der Weg in die Unabhängigkeit ist alles andere als einfach. Grönland ist derzeit von einem großzügigen jährlichen Zuschuss aus Dänemark abhängig, der einen großen Teil seiner Wirtschaft finanziert. Um sich selbst versorgen zu können, müsste Grönland sein wirtschaftliches Potenzial in Bereichen wie Bergbau, Fischerei, Energie- und Arktistourismus freisetzen und gleichzeitig die Fallstricke der Umweltzerstörung vermeiden. Und täuschen Sie sich nicht. Die Augen der Welt sind auf Grönland gerichtet. Das Schicksal Grönlands könnte das globale Machtgleichgewicht neu gestalten. Vor allem, wenn die Arktis besser zugänglich und ihre Ressourcen begehrter werden. Aber hier nimmt die Geschichte eine überraschende Wendung. Obwohl Grönlands Regierung auf einem Ölschatz sitzt, hat sie einen kühnen und unerwarteten Schritt unternommen. Sie verbot alle neuen Ölexplorationen mit dem Hinweis auf die dringende Gefahr des Klimawandels. In einer Welt, die von kurzfristigen Gewinnen besessen ist, wollte Grönland ein Zeichen setzen. Sie sind nicht bereit, ihre Umwelt dem Profit zu opfern. Dies war nicht nur eine politische Entscheidung, sondern auch ein Bekenntnis zur eigenen Identität. Grönland ist auch einer der wenigen Akteure in der Arktis, die sich bei internationalen Verhandlungen aktiv für indigene Stimmen, Umweltschutz und langfristige Nachhaltigkeit einsetzen. Während andere Bohrinseln und Marineeinsätze planen, spricht die grönländische Delegation über schmelzenden Permafrost, aussterbende Arten und die angestammten Rechte der Inuit-Gemeinschaften. Doch auch wenn sich die Insel für Klimaschutzmaßnahmen einsetzt, wird sie in die Zukunft gezogen. Grönland könnte schon bald Militärbasen, Tiefseebergbau und riesige Frachthäfen beherbergen. Und das alles im Spannungsfeld zwischen Tradition und Wandel. Der Blick in die Zukunft zeigt zwei divergierende Szenarien. In einem Szenario erlangt Grönland seine volle Unabhängigkeit und nutzt seine natürlichen Ressourcen und globalen Partnerschaften, um eine widerstandsfähige Wirtschaft aufzubauen und ein Symbol dafür zu werden, wie eine kleine arktische Nation zu globaler Bedeutung aufsteigen kann. In einem anderen Szenario bleibt Grönland im dänischen Einflussbereich, jedoch mit erweiterter Autonomie und Kontrolle, und entwickelt sich weiter, während es weiterhin wichtige Unterstützung erhält. Doch für welchen Weg sie sich auch entscheiden. Eines ist sicher: Der Kampf um die Seele der Arktis ist bereits im Gange. Grönland ist nicht die Antarktis. Es ist bewohnt, es ist politisch, es ist lebendig. Während die Antarktis durch einen internationalen Vertrag geschützt ist, der den Abbau von Ressourcen verbietet, steht es Grönland frei zu handeln oder sich zu wehren. Wenn es die Gunst der Stunde nutzt, könnte es die Arktis selbst neu definieren. Und in den kommenden Jahrzehnten könnte die Welt ein Grönland sehen, das nicht nur dem Namen nach grüner ist, sondern auch in der Realität vernetzter, unabhängiger und mächtiger, als man es sich je vorstellen konnte. Für die Kinder Grönlands weicht die eisige Stille der Vergangenheit einem neuen, donnernden Kapitel, einem der Entdeckung, der Diplomatie und des Schicksals.